In dem Projekt Capital Shadow erforschen wir die Rolle von Vermögen für die Start-up-Szene, sowohl in Berlin als auch in Paris. Wir interessieren uns dafür, warum Vermögende sich in dieser Szene engagieren, welche Unternehmen entstehen dabei und welche sozialen Ungleichheiten ergeben sich dadurch. Mein Name ist Isabel Stamm, ich bin Professorin für die Soziologie der Organisation, Arbeit und Wirtschaft an der Technischen Universität in Berlin. Ich habe mich in der Doktorarbeit bereits mit Unternehmerfamilien auseinandergesetzt und der nächste Schritt war dann, sich zu spezialisieren auf eine Teilgruppe. Angeschaut habe ich mir hier insbesondere Familien mit mehr als 100 Millionen Euro Vermögen und die deutschen Milliardäre. Und das war die Forschungsarbeit, die ich dann am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung gemacht habe. Und während dieser Forschungsarbeit ist mir dann aufgefallen, dass diese Gruppe in besonderer Art und Weise in diese Start-up-Szenen verwickelt sind. Die Start-up-Szene bietet ihnen eine Möglichkeit, sich unternehmerisch zu beweisen, auch innerhalb der Familie, bietet eine Legitimationsgrundlage für das Vermögen, bietet aber auch wirtschaftlich, ökonomisch Gelegenheiten, das Vermögen zu mehren, dort zu investieren, daraus Rendite zu ziehen, bietet aber auch die Gelegenheit, politischen Einfluss auszuüben. Hier an der Technischen Universität in Berlin baue ich das Fachgebiet für Organisation, Arbeits- und Wirtschaftssoziologie auf. Hier sind dann verschiedene Forschungsprojekte gebündelt. Eines davon ist das von der Volkswagen Stiftung geförderte Projekt Capital Shadow, das ich gemeinsam mit Julia de Grote durchführe. Das ist so angelegt, dass wir eine vergleichende Ethnographie durchführen werden zwischen Berlin und Paris. Das heißt, Forschende in unserem Team werden für ein halbes Jahr in Berlin, in der Berliner Start-up-Szene arbeiten und leben und danach für ein halbes Jahr nach Paris gehen und dann vergleichend herausarbeiten, wie stark die Vermögenselite in diese jeweiligen Szenen verwickelt ist. Ich verstehe meine Arbeit vornehmlich als Grundlagenforschung. Also mir geht es erst einmal um den Erkenntnisgewinn, insbesondere zur sozialen Einbettung von unternehmerischem Handeln, aber auch zur sozialen Ungleichheit. Wie ist Eigentum an Unternehmen eigentlich gesellschaftlich verteilt? Wie konzentriert es sich? Wie steht die Vermögenselite zu ihrem Eigentum? Welche Konsequenzen hat das? Wenn wir davon ein gutes Verständnis haben, das erstmal verstehen können, dann entdecken wir Zusammenhänge, die uns vielleicht auch Theorien darüber erlauben, die bestimmte Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten auch erklären können. Also ich bin jetzt ja schon 3-mal durch die Volkswagen Stiftung gefördert. Das erste Mal war schon während meiner Promotion. Danach hatte ich das Freigeist Fellowship. Das Freigeist-Stipendium ist so angelegt, dass man darin nicht alleine arbeitet, sondern sich ein Team aufbauen kann. Und dort relativ einen langen Zeitraum zu haben, über 5 Jahre, frei zu seinen Projekten zu forschen und sich da entwickeln zu können. Und dort eben eine erste eigene Gruppe aufbauen können, die mir früh auch Führungserfahrung in der Forschung gegeben hat, die mich früh getraut hat, große Fragen zu behandeln, mich methodisch auszuprobieren. Und diese Erfahrung hat es mir dann ermöglicht, am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung auch dort eine Gruppe zu leiten. Eine sehr gute, sehr reputierte Forschungsinstitution in Deutschland. Und jetzt als Professorin erlaubt es mir die Volkswagen Stiftung eben verschiedenste Forschungsprojekte durchzuführen, spezifisch jetzt hier das Projekt Capital Shadow und so meine Forschungsagenda weiterführen zu können.